Dropshipping und E-Commerce ist auch in 2026 weiterhin eines der profitabelsten Wege, online und ortsunabhängig sein Geld zu verdienen. Geschweige denn, was alle anderen da draußen sagen. Und in diesem Video zeige ich dir daher Schritt für Schritt, wie du in 2026 deinen ersten eigenen profitablen Online-Shop aufbaust und auf 1000 Euro pro Tag skalieren kannst, auch komplett ohne Vorerfahrung. Anhand von 4 klar aufeinander aufbauenden Bausteinen entwickeln wir erstens ein validiertes Markenkonzept, also ein Produkt mit echter Nachfrage, welches wir dann später verkaufen können. Im Baustein 2 bauen wir dann mit KI in wenigen Minuten einen kompletten Shopify-Shop. Also unsere Webseite, auf der wir die Produkte verkaufen. Drittens erstellen wir Werbeanzeigen, ohne dass du selbst, wie ich jetzt gerade, vor der Kamera stehst oder teure Influencer buchen musst. Mit diesen Werbeanzeigen ziehen wir Käufer auf unseren Shop und erzielen damit die ersten Verkäufe innerhalb von 24 Stunden. Und im Baustein 4, der heilige Gral dieses Videos, zeige ich dir, wie du mit der richtigen Methode deinen Shop langfristig auf 1000 Euro pro Tag und weit darüber hinaus skalieren kannst. Baustein 1, validiertes Markenkonzept. Legen wir direkt los mit dem ersten Baustein, der das Grundgerüst für einen erfolgreichen Online-Shop darstellt, nämlich ein validiertes Markenkonzept. Und ich sage dir, es ist nicht nur bewusst nur ein Produkt, sondern ein wirklich validiertes Markenkonzept. Der größte Fehler, den ich bei Shops und Anfängern sehe, die niemals profitabel werden, ist, dass sie sich irgendein Produkt suchen, irgendeinen Shop bauen, random Werbung draufschalten und sich dann wundern, hey, warum kauft eigentlich niemand bei mir? Aber ein wirklich erfolgreicher Shopify-Store startet nicht mit dem Shop. Er startet mit diesen 3 Dingen. Erstens, einem Produkt, das bereits Nachfrage hat. Zweitens, eine Zielgruppe, die ein echtes Problem hat. Und drittens, einem Marketing-Angle, der dieses Problem besser kommuniziert als die Konkurrenz. Und das ist eben der Unterschied zwischen ich verkaufe eine Pfanne und ich verkaufe eine schadstofffreie Premium-Pfanne für Familien, die gesund kochen wollen. Das Produkt kann exakt dasselbe sein, aber die Positionierung verändert komplett, wer sich angesprochen fühlt und wie stark der Kaufwunsch beim Endkunden ist und natürlich auch, wie gut und profitabel deine Ads später funktionieren. Und genau dafür würde ich 2026 KI nutzen. Der erste Schritt ist, ich gehe in Claude, ChatGPT oder irgendein Deep Research Tool und lasse mir nicht irgendwelche random Produkte ausspucken, sondern ich analysiere die Märkte und wo gerade die Augen und die Konsumenten draufgerichtet sind. Zum Beispiel mit diesem Prompt hier. Analysiere profitable E-Commerce-Nischen für 2026 in Deutschland. Fokussiere dich auf Produkte mit echtem Problemlösungsfaktor, hoher Marge, emotionalen Kaufgrund, Trendpotenzial und guter Vermarktbarkeit über Meta- und TikTok-Ads. Danach bekommst du nicht nur einfach irgendwelche Fitness-, Beauty- oder Haustiere, sondern konkrete Marktbewegungen, wo wir direkt sehen, da fließt proaktiv schon das Interesse hin. Zum Beispiel Schlafoptimierung, Hautpflege, Hundegesundheit, gesundes Kochen, Produkte gegen Stress und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Diese Ideen sind erst einmal nur Hypothesen. Die KI kann dir gute Richtungen geben, aber du darfst niemals dem Ganzen blind vertrauen. Deshalb validieren wir eben diese Ideen mit Tools wie zum Beispiel Minea, der Meta Ads Library oder auch zum Beispiel in Google Trends. Ich schaue mir also echte Shops an, die bereits schon Umsatz machen. Und wenn ein Shop seit Monaten hunderte Anzeigen aktiv hat, dann ist es für uns extrem gutes und starkes Signal. Denn niemand lässt einfach dauerhaft Ads laufen, wenn sie nur Geld verbrennen würden. Und dann schaue ich mir eben Folgendes an. Was ist das Produkt? Was ist der Hauptbenefit dadurch? Welche Zielgruppe sprechen sie an? Welche Hooks nutzen sie? Und welche Bundles oder Angebote bauen sie ein? Und danach bewerte ich eben dieses Produkt nach meinem wichtigsten Kriterium. Nummer 1. Löst es wirklich ein echtes und dringendes Problem? Nummer 2. Gibt es eine breite Zielgruppe, die wir auch skalieren und targetieren können? Nummer 3. Kann ich mit guter Marge verkaufen? Und das vernachlässigen viel zu viele Leute. Nummer 4. Passt es zu einem aktuellen Trend? Oder geht es gerade auf einem Downtrend? Es ist viel leichter, eine Welle mitzuschwimmen und mitzureiten, anstatt selber als Anfänger eine zu kreieren. Nummer 5, kann ich es selber gut bewerben? Und Nummer 6, gibt es auch einen emotionalen Grund zu kaufen? Denn ein Produkt, das einfach nur nice to have ist einfach schwer zu skalieren. Ein Produkt, das aber ein echtes Problem löst, ist deutlich einfacher zu verkaufen. Ein Duschfilter zum Beispiel ist an sich nicht spannend. Aber wenn ich hier sage, wenn du nach dem Duschen trockene Haut, juckende Kopfhaut oder strohige Haare hast, dann kann das Problem nicht deine Creme sein, sondern dein Wasser. Eine Pfanne ist auch nicht spannend, wenn ich sage, hey, hier ist eine hochwertige Edelstahlpfanne. Aber sie wird spannend, wenn ich Folgendes sage. Viele beschichtete Pfannen setzen mit der Zeit Stoffe frei, die du nicht im Essen deiner Familie haben möchtest. Wir verkaufen also nicht einfach nur Produkte, sondern verkaufen Lösungen für spezifische Menschen mit spezifischen Problemen. Und am Ende von Baustein 1 will ich genau diesen Satz formulieren können. Wir verkaufen Produkt an Zielgruppe YZ, die folgendes Problem hat und mit dem Versprechen,
also ein konkretes Ergebnis. Und das kann zum Beispiel sein, wir verkaufen einen Duschfilter an Frauen zwischen 25 und 40, die trotz teurer Pflegeprodukte trockene Haut und strohige Haare haben, mit dem Versprechen, die Ursache direkt beim Wasser zu lösen und dadurch alle unnötigen Cremes zu ersetzen. Oder wir verkaufen eine Premium-Pfanne an gesundheitsbewusste Familien, die schadstofffrei kochen wollen, ohne jedes Jahr eine neue Pfanne kaufen zu müssen. Wenn du diesen Satz also nicht klar für dich formulieren kannst, hast du aktuell noch kein Marketingkonzept. Dann hast du nur ein Produkt. Wenn aber dein Markenkonzept validiert ist, wird alles danach viel leichter. Und damit zu Baustein Nummer 2, der AI-Shop Aufbau. Jetzt wird es richtig spannend und wir sehen zum ersten Mal unseren eigenen Shop. Aber Achtung, falls du denkst, du musst manuell jetzt Themes suchen, Seiten bauen, Produktbeschreibungen schreiben, Designer organisieren, Copywriter bezahlen und teilweise viele Wochen investieren und nur um den ersten testfähigen Store online zu bekommen, liegst du heute auch zum Glück komplett falsch. Denn heute kannst du mit Tools wie Dropmagic oder anderen KI-Shop-Bildern in wenigen Minuten eine erste solide Basis erstellen. Das Ziel ist nicht, dass KI dir alles auf einen Knopfdruck den perfekten 3 Millionen Euro Shop baut, sondern das Ziel ist, dass du innerhalb von wenigen Stunden einen testfähigen Shop bekommst, den du danach strategisch optimieren und anpassen kannst. Das soll dir im Endeffekt einfach diesen Startschuss extra Zeit sparen, damit du einfach schneller die Daten sammeln kannst. Wir erinnern uns, AI kann uns massiv Zeit einsparen, aber wir vertrauen hier niemals blind. Und der Ablauf ist an sich simpel. Du nimmst also ein Produkt oder irgendeinen Konkurrenzshop, gibst den Link in das Tool ein, lässt das Produkt analysieren und verbindest im Endeffekt Shopify. Die KI kann dir dann deine erste Struktur bauen. Hero Section, Produktseite, Bilder, Produktbeschreibung, Call to Action, Buttons etc. und den Warenkorb. Wichtig ist hier, dass du natürlich alle notwendigen Seiten hast, die rechtlich relevant sind, wie zum Beispiel Impressum, Datenschutz, AGB, Widerruf und so weiter und so fort. Die kannst du ganz einfach mit einer Checkliste rechtssicher erstellen, mit zum Beispiel dem Händlerbund. Aber hierbei ist es wichtig, dass wir das Ganze auch Conversion Rate optimiert machen. Denn das ist auch schon extrem stark, was wir für die Basis haben, weil du nicht mehr von Null startest. Aber jetzt kommt der wichtige Teil. Du musst jetzt eben deinen Store veredeln. Ich würde mir jede Seite anschauen und fragen, ist sofort klar, was das Produkt macht? Ist sofort klar, für wen es ist? Ist der Hauptbenefit in den ersten Sekunden verständlich? Sieht der Shop aus wie eine echte Brand oder nur wie ein billiger Dropshipping-Store? Sind die Bilder hochwertig und ist die mobile Version sauber? Gerade Mobile ist extrem wichtig, weil der Großteil deiner Käufer über das Handy kauft. Über 80% im Regelfall. Und wenn dein Shop am Desktop gut aussieht, aber mobil schlecht lädt oder unübersichtlich ist, verlierst du direkt Geld, ohne dass du es vielleicht auf den ersten Blick überhaupt weißt. Danach optimieren wir die Produktseite. Hier würde ich wieder KI nutzen, aber mit konkreten Input. Ich lade Screenshots oder direkte Links von einem Shop hoch, wo ich zum Beispiel einen idealen Aufbau habe. Beschreibe eben die Zielgruppe und gebe der KI eine Aufgabe. Schreibe mir eine conversionstarke Produktseite-Copy für diesen folgenden Avatar. Erstelle mir eine klare Headline, 3 Hauptbenefits und eine kurze Problemerklärung, Produktbeschreibung und FAQs gegen typische und häufige Einwände, die meinen Kunden vom Kauf abhalten würden und mehrere Call to Actions. Wichtig ist, nicht Features verkaufen, sondern Benefits. Also nicht zum Beispiel Edelstahl 28 cm Antihaft ähnliche Oberfläche, sondern gesünder kochen ohne Beschichtung, die sich nach wenigen Wochen ablöst. So packst du natürlich zwar diese Eigenschaften mit rein, aber stellst wirklich das Wichtige für den Kunden und wie es sein Leben bereichert, hierbei eher in den Vordergrund. Nicht Duschfilter mit Mineralsteinen, sondern weniger trockene Haut und bessere Haare, weil du das Problem direkt an der Quelle angehst, nämlich beim Wasser. Danach kommt hier was sehr, sehr Wichtiges. Baust du das Angebot. Denn ein Shop verkauft nicht nur ein Produkt, ein Shop verkauft ein Angebot. Das kann zum Beispiel sein ein Bundle, ein Mengenrabatt, ein Bonus, ein kostenloser Guide, kostenloser Versand, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ein Geschenk ab 2 Produkten oder ein Set, das den wahrgenommenen Wert erhöht. Zum Beispiel bei einer Gymlampe. Nicht nur kauf eine Lampe, sondern Gymlampe plus Magnethalterung plus Guide für bessere Gymfotos. Das Produkt bleibt an sich ähnlich, aber das Angebot für dich fühlt sich wertvoller an. Und genau das ist eben der Punkt. Die KI hilft dir, den Shop schnell zu bauen. Aber die Conversion entsteht durch die richtige Positionierung, Angebot und Vertrauen. Der Shop muss also in wenigen Sekunden folgende Fragen beantworten. Was ist das? Warum brauche ich das? Warum ist es besser als andere Lösungen da draußen? Warum sollte ich es jetzt kaufen? Und warum kann ich dieser Marke vertrauen? Wenn dein Shop all diese Fragen beantwortet, dann hast du jetzt eine testfähige Basis. Baustein Nummer 3. UGC-Werbeanzeigen. Dein Shop steht, aber du hast noch kein einziges Produkt verkauft und noch keinen Umsatz gemacht. Damit zu Baustein Nummer 3, die UGC-Werbeanzeigen. Und hier verändert die KI in 2026 wirklich alles
fundamental. Früher brauchtest du Creator, Samples, Briefings, Versand, Wartezeiten, Revisionen und oft mehrere hundert oder sogar tausende Euros, bevor du deine ersten Creatives hochqualitativ testen konntest. Heute kannst du UGC-Ads erstellen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen, ohne Creator-Team und ohne wochenlang auf Content zu warten. Aber hier gilt auch Folgendes. Die KI ist nicht der eigentliche Vorteil. Der Vorteil ist, dass du vorher genau weißt, welchen Avatar du ansprechen willst und welchen Schmerzpunkt du triggerst. Und eine gute Ad startet nicht mit dem Tool. Eine gute Ad startet mit der Frage, für wen ist diese Anzeige? Welches Problem hat diese Person? Was glaubt diese Person aktuell falsch? Was hat sie schon ausprobiert? Warum hat es eventuell nicht funktioniert? Und warum ist unser Produkt die bessere Lösung? Nehmen wir auch wieder das Beispiel Duschfilter. Schlechte Ad. Dieses Duschfilter filtert dein Wasser. Bessere Ad. Ich dachte jahrelang, meine Haut ist einfach empfindlich. Aber das Problem war nicht meine Hautpflege, sondern mein Duschwasser. Das ist ein komplett anderer Einstieg. Oder bei einer Pfanne. Schlechte Ad. Diese Pfanne ist hochwertig und langlebig. Bessere Ad. Wenn deine Anti-Haft-Pfanne zerkratzt ist, kochst du vielleicht jeden Tag mit Stoffen, die du nicht im Essen deiner Familie haben willst. Das ist eine Hook, die ein Problem bewusst anspricht und klar macht. Und genau so baust du eben deine Ads. Ich würde mindestens 3 bis 5 verschiedene Creative Angles testen. Angle Nummer 1, Problemlösung. Hierbei zeigst du ein nerviges Problem, verstärkst den Schmerz und präsentierst dann dein Produkt als eine einfache Lösung. Angle 2, die stille Ursache. Du nennst das Problem, du erklärst, dass das Problem nicht da liegt, wo der Kunde initial denkt. Nicht die Creme ist schuld, sondern das Wasser. Nicht das Rezept ist schuld, sondern die Pfanne. Nicht der Hund ist unruhig, sondern ihm fehlt die mentale Auslastung. Angle 3, und das funktioniert phänomenal, vorher-nachher. Du zeigst hierbei ganz simpel den Zustand vorher und den Zustand nachher. Wichtig ist, realistisch und nicht übertreiben. Sehr effektiv. Angle 4, POV oder UGC Story. Eine Person erzählt zum Beispiel aus ihrer Perspektive, warum sie das Produkt ausprobiert hat und sich dadurch verändert hat. Für jeden dieser Angles kannst du mit Claude oder ChatGPT Skripte schreiben lassen. Aber Achtung, hier machen die meisten einen entscheidenden Fehler. Du brauchst nicht die eine perfekte Ad. Du brauchst nämlich ein System aus mehreren Ads für mehrere Avatare. Denn der Algorithmus in 2026 wird immer besser darin, anhand deiner Creatives zu verstehen, welche Zielgruppe darauf am besten reagieren soll, welche am ehesten geneigt ist, von dir zu kaufen. Also, wenn deine Ad sehr allgemein ist und du versuchst, jeden damit zu erreichen, bekommt der Algorithmus auch ein sehr allgemeines Signal und wird hier nur sehr allgemeine Ergebnisse erzielen. Im Endeffekt versuchst du jeden zu erreichen und triffst niemanden. Wenn deine Ad aber sehr spezifisch ist, versteht der Algorithmus schneller. Diese Anzeige ist für Frauen mit trockener Haut. Diese Anzeige ist für Männer mit Angst vor Haarausfall. Oder diese Anzeige ist für Familien, die gesund kochen wollen. Und genau diese Spezifik entscheidet später darüber, ob du nur ein paar Sales machen willst oder ob du wirklich skalieren kannst. Und mit diesem System hast du jetzt ein validiertes Markenkonzept, eine fertige Landingpage und den ersten Traffic auf deinem Shop. Und wahrscheinlich auch schon die ersten Verkäufe. Aber um langfristig auf 1000 Euro oder mehr pro Tag zu skalieren, brauchst du den entscheidenden Baustein Nummer 5. Und dieser entscheidet, ob du aus deinem ersten Traffic ein langfristiger, profitabler Shop wird. Aber vorab, kurze Info. Wenn du diese ganzen Learnings aus diesem Video alleine umsetzen willst, dann nimm dir diese 5 Bausteine und arbeite sie Schritt für Schritt durch. Aber wenn du nicht monatelang herumprobieren willst, sondern möchtest, dass wir gemeinsam mit dir ein Produkt finden, das zu 100% funktioniert, deinen Shop aufbauen, deine Ads entwickeln und dich Schritt für Schritt bis zur Skalierung begleiten, dann kannst du dich unten hier auf den ersten Link für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Das ist kein Druck, kein leeres Verkaufsgespräch und auch kein billiges Coaching für jedermann. Hierbei schauen wir gemeinsam, wo du gerade stehst, ob dieses Modell für dich Sinn macht und ob wir dir dabei helfen können, deinen eigenen profitablen Online-Shop aufzubauen. Wichtig, wir bauen alles für dich auf. Kein Coaching, sondern wir machen es für dich. Und deswegen können wir nur 3 Leute für diesen Monat annehmen. Wenn das Ganze für dich interessant ist, einfach hier unten eintragen und durchstarten. Und jetzt zu Baustein Nummer 5, die Skalierungsphase. Das Fundament steht. Wir haben jetzt ein validiertes Markenkonzept, einen KI-gestützten Shopify-Shop und UGC-Ads in verschiedenen Angles. Aber das allein bringt dich nicht automatisch auf 1000 Euro pro Tag. Und der Unterschied zwischen 95% der unprofitablen Shops und den 5%, die wirklich skalieren, liegt nicht daran, wer den schöneren Online-Shop hat, sondern der Unterschied liegt daran, wer die Daten liest. Und zwar richtig. Winning Ads erkennt und daraus systematisiert neue Creatives baut. Und hier machen viele Anfänger den Fehler, dass sie eine Ad schalten, 2 Tage lang warten und sagen, hey, läuft nicht, neues Produkt. Oder E-Commerce funktioniert nicht. Aber tatsächlich E-Commerce funktioniert, aber ganz anders. Du testest nicht einfach, ob ein Produkt funktioniert. Du testest, welcher Avatar, welcher Angle, welches Angebot und welche Landingpage in Synergie funktioniert. Und das ist ein riesiger Unterschied. Die Skalierungsphase besteht daher aus 4 Phasen. Phase Nummer 1. Daten sammeln.
Du startest hierbei nicht mit einem riesigen Budget. 50 Euro am Tag ist vollkommen ausreichend. Du startest langsam und kontrolliert. Zum Beispiel mit mehreren Creatives, mehreren Hooks, aber mit einem überschaubaren Tagesbudget von 50 Euro am Tag. Kann auch 100 sein, kann auch mehr sein, um schneller Daten zu sammeln, aber 50 ist erstmal ausreichend. Weniger würde ich an sich nicht machen. Jetzt schaust du dir nicht nur an, habe ich Sales gemacht oder nicht, sondern du schaust dir alle Metriken an. Klicken die Leute auf die Ad, bleiben sie auf der Seite, legen sie das Produkt in den Warenkorb, starten sie den Checkout, kaufen sie. Wie hoch ist der durchschnittliche Warenkorbwert? Was kostet mich ein Kauf? Denn jedes dieser Signale sagt dir etwas anderes. Wenn niemand klickt, ist wahrscheinlich Hook oder Creative schlecht. Das heißt, das muss optimiert werden. Wenn viele klicken, aber niemand kauft, liegt es eher an Shop, Preis, Angebot oder Trust. Dann muss das angepasst werden. Wenn Leute in den Warenkorb legen, aber nicht kaufen, fehlt es vielleicht an einer Garantie, Zahlungsmethoden oder Einwandbehandlung. Dann muss das behoben werden. Wenn eine Ad verkauft, aber nicht profitabel ist, dann musst du eventuell Angebot, Average Order Value oder Creative verbessern. Phase 2. Gewinner Avatar erkennen. Und das ist der Punkt, den die meisten komplett unterschätzen. Du willst nicht einfach nur wissen, welche Ad hat verkauft, du willst wissen, welche Zielgruppe hat gekauft und warum. Nehmen wir einfach mal wieder diesen Duschfilter. Vielleicht testest du 4 Avatare. Avatar 1, Frauen mit trockener Haut. Avatar 2, Männer, Angst vor Haarausfall. Avatar 3, Beauty-Zielgruppe, die bessere Haare will. Und Avatar 4, gesundheitsbewusste Familien, die sauberes Wasser wollen. Alle 4 können dasselbe Produkt kaufen, alle 4 können davon profitieren, aber jeder kauft aus einem anderen Grund. Und genau deshalb brauchst du eben diese unterschiedlichen Ads mit unterschiedlichen Konzepten und Avataren. Und sobald du siehst, welcher Avatar am stärksten reagiert, verdoppelst du nicht nur einfach das Budget, sondern du baust mehr Creatives genau für diesen einen Avatar. Und das ist eben Phase 3, Gewinner multiplizieren. Wenn eine Ad funktioniert, dann ist das nicht das Ende, sondern es ist der Startpunkt. Dann baust du noch 10 weitere Varianten davon. Gleicher Schmerzpunkt, neue Hook, gleicher Avatar, neue Story, gleiches Problem, andere Szene, gleicher Benefit, andere visuelle Umsetzung, gleiche Message, anderes Format. Wenn zum Beispiel der Engel trockener Haut durch Duschwasser funktioniert, baust du nicht direkt komplett neue Random Ads, sondern du baust weitere Varianten, warum deine Haut nach dem Duschen spannt. Ich habe meine Creme gewechselt, aber das Problem war mein Wasser. Der Fehler, den fast jeder mit trockener Haut macht. 3 Anzeichen, dass dein Duschfilter deine Haut reizt. Das hat meine Hautroutine mehr verändert als jede Creme. So entsteht also ein fortlaufendes Creative-System. Und genau dieses System brauchst du eben nicht nur um 1000 Euro pro Tag zu skalieren, sondern auch darüber hinaus auf 5000, 10.000 Euro am Tag. Da heißt es einfach nur mehr von diesen Phasen machen, mehr wiederholen und konstante Optimierung. Denn Skalierung bedeutet nicht einmal eine gute Ad finden und dann für immer laufen lassen. Eine gute Ad kann dir zwar hunderte tausend Euro einbringen, aber danach bist du nicht schlauer. Du brauchst ein System, das für dich funktioniert. Das heißt, Skalierung bedeutet, einen funktionierenden Markt verstehen und immer wieder neue Creatives liefern, die denselben Kaufgrund aus verschiedenen Winkeln aktivieren. Und Phase 4, Angebot und Shop optimieren. Wenn du die ersten Sales bekommst, darfst du nicht nur Ads skalieren, sondern du musst auch deinen Shop besser machen. Denn bei 100 Euro Tagesumsatz fallen kleine Fehler kaum auf. Bei 1000 Euro Tagesumsatz kosten jede kleine Fehler jeden Tag die hunderte Euro. Deshalb optimierst du kontinuierlich deine Produktseite, Produktbilder, Trust-Elemente, Bundles, Warenkorb, Upsells und ganz wichtig, deinen durchschnittlichen Bestellwert. Denn wenn dein durchschnittlicher Bestellwert steigt, kannst du auch mehr für Ads profitabel ausgeben. Und wenn du mehr für Ads profitabel ausgeben kannst als deine Konkurrenz, kannst du länger testen, schneller lernen und aggressiver skalieren und damit Marktvorteile gewinnen. Und jetzt eben mit diesen 5 Bausteinen, deinem validierten Marktkonzept, einem testfähigen Shop, spezifischen UGC-Ads und einem Skalierungssystem aus Daten, Avataren und Winning-Ads, hast du jetzt die Grundlage, um deinen Shop wirklich auf 1000 Euro pro Tag zu skalieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ganz viel Spaß beim Testen und Umsetzen.